Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Habt ihr auch schon mal ein schönes, schnelles Stück gespielt, zum Beispiel von Telemann? Und seid dann aber auf einen langsamen Satz gestoßen, nach dem schönen, schnellen Satz, der mit ganz vielen Verzierungen aufgeschrieben ist und wo ihr gar nicht wisst, wie soll ich das in Himmels Namen spielen. Aber keine Angst, auch Telemann hat nur mit Wasser gekocht und wir können rauskriegen, warum welche Verzierungen wo sind, und wenn man weiß, warum die da sind, dann weiß man auch, wie man sie spielen kann, und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Falls du genauso viel Freude hast am Blockflötenspiel und genauso einen Enthusiasmus, dann abonniere doch unbedingt meinen Kanal, denn dann verpasst du kein einzelnes Video mehr, und aktiviere auch das Glöckchen, damit du immer Bescheid bekommst, wenn ein neues Video von mir herauskommt. Zunächst mal, kommt euch dieses Stück irgendwie bekannt vor? Klingt ja so ein bisschen ähnlich wie das Largo von Telemann aus der F-Dur-Sonate, aber irgendwie doch nicht, weil das müsste ja eigentlich so klingen. So, und das habt ihr jetzt vielleicht gemerkt. Ich habe eine vereinfachte Version gespielt von diesem Largo. Und zwar habe ich versucht herauszufinden, was sind denn eigentlich die hauptsächlichen Noten der Melodie. Ihr müsst euch überlegen, so ein Komponist, der überlegt sich vielleicht zuerst mal, welche Tonart soll es sein, welche Akkorde sind in dem Stück, wo möchte ich hin. Und es ist klar, in diesem Stück hat er eine schöne Melodie geschrieben, aber das sind ja ganz viel kleine Noten und Trillerzeichen dran. Das sind Verzierungen. Und er hat ja ursprünglich wahrscheinlich erstmal eine Grundmelodie komponiert, sich überlegt, und die muss man einfach herausfinden. Dann weiß man sozusagen, was wirklich essentiell ist und was Verzierungen sind. Also ich würde euch dringend raten, wenn ihr euch so ein Stück vornehmt, dass ihr nicht versucht, das alles gleich mit allen Verzierungen zu spielen. Sondern erstmal die ganzen Triller wegzulassen und die ganzen klein reingeschriebenen Noten, die nämlich Vorhalte sind. Die Triller deshalb, weil ihr in Verwirrung kommen könnt, welcher Griff ist das denn nun, und vor allem, mit welchen Tönen muss ich trillern. Ihr wisst ja vielleicht, dass man einen Triller immer mit 2 Noten spielen muss, klar, und dass man in der Barockmusik in der Regel mit dem oberen Nebenton trillert. Also wenn ich da jetzt im ersten Takt einen Triller auf dem A habe, dann muss ich eigentlich gleich ans B denken, weil ich ja einen Ton höher anfangen muss. Oder der Triller auf dem Cis im 4. Takt, da muss ich mit dem D beginnen. Und das ist erstmal sowieso viel Denkarbeit, aber das reißt euch auch raus, wenn ihr den Fluss der eigentlichen Melodie spielen möchtet. Und die kleinen Noten, wie gesagt, sind sowieso auch Vorhalte, die stehen zwar schon da, aber da müsst ihr auch rauskriegen, wie lange spiele ich die, wie wichtig sind die, wie mache ich die kleine Note im Verhältnis zur dicken Note, die da eigentlich ursprünglich steht. Dann kriege ich eigentlich erstmal für den ersten Teil folgende Melodie.
Und damit könnt ihr erstmal versuchen, schön zu spielen, musikalisch, also die Bögen durchzuhalten und nicht in jedem einzelnen Takt, bei jeder einzelnen Note zu stocken und stehen zu bleiben und zu überlegen, wie geht das und wie kompliziert ist das. Also macht das erstmal einfach, so eine Melodie, denn wie gesagt, ursprünglich hat der Komponist, also Telemann, wahrscheinlich auch diese Grundmelodie im Kopf gehabt und hat dann überlegt, okay, welche Gewürze kann ich denn noch dazu tun, damit das interessanter wird. Jetzt können wir die ersten beiden Takte noch mehr vereinfachen, einfach übungshalber, und es klingt ja auch trotzdem schön, indem wir uns erinnern, ich habe vor ein paar Wochen ein Video für euch gemacht über Verzierungen, wie ihr so eine einfache, langsame Melodie, in der noch keine Verzierungen stehen, so wie hier in diesem Stück, selbst verzieren könnt, wie ihr selbst auf Ideen kommt. Und da haben wir ja herausgefunden, dass man ganz oft zwei Noten, die im Terzabstand sind, also wo eine Note dazwischen fehlt sozusagen, die kann man einfach verbinden. Und das hat Telemann hier im Prinzip auch gemacht. Er hat das A vom ersten Takt, das lange A, das punktierte A, hat er mit dem F danach verbunden durch das G. Von den Akkorden her spielt das G keine Rolle, das kann man genauso gut weglassen. Und man kann auch dann im Takt 2 sehen, dass das Ganze ist in D-Moll da, das ist D, F und A, der Akkord, dass das E eigentlich weder reinpasst noch rein muss. Also auch hier ist es eigentlich eine ausgeschriebene Verzierung. Eigentlich ist die Melodie F, D und dann würden nämlich die ersten beiden Takte einfach so klingen können. Und das müsst ihr euch mal klar machen, mal verinnerlichen, mal spielen und dann nehmt ihr sukzessive die Dinge wieder hinzu, die wir jetzt rausgefiltert haben. Also wieder die Verbindung der Noten, die auffüllenden Verzierungen und dann könnt ihr euch, wenn das schon richtig gut intus ist, mal an die Verzierung im ersten Takt machen. Also diesen Triller auf dem A mit dem Vorhalt dazu. Und das ist jetzt sozusagen doppelt gemoppelt. Ein Triller hat ja immer einen Vorhalt. Also ich habe euch ja vorhin erzählt, den Triller fängt man eh von oben an. Aber wenn Telemann das Bchen hier noch explizit dran schreibt, dann heißt das, er will wirklich einen langen Vorhalt. Er will fast, dass das B wichtiger klingt als das A. Also im Triller müsst ihr dann ganz deutlich ein dickes, fettes B zu Anfang und erst langsam so euch letztendlich doch entscheiden für das A. So könnt ihr also, indem ihr das Ganze erstmal entkleidet, erstmal guckt, was ist denn hier eigentlich Sache, könnt ihr auch wissen, wie ihr all diese Noten spielt. Die sind nämlich dann nicht alle wichtig. Manche sind eben nur ein bisschen komplizierter, wird das jetzt im zweiten Teil. Das sieht ja mega kompliziert aus da. Und da rate ich euch auch dringend, damit ihr auch den Rhythmus richtig spielen könnt, vor allem von diesem ersten und zweiten Takt, dass ihr das vereinfacht. Ich spiele euch mal eine ganz vereinfachte Version von dem zweiten Teil, wo ich jetzt wirklich mich nur konzentriert habe auf die wesentlichen Noten. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich die Harmonien verstehe, dass ich weiß, welche Akkorde sind unten drunter. Aber es bringt auch schon viel, wenn ihr guckt, was sind denn die längeren Notenwerte. Also zum Beispiel im ersten Takt dieses punktierte Fis, das ist mit Sicherheit wichtig, weil das ja eben so lange dauert. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das könnt ihr als Anhaltspunkt nehmen. Dann immer der erste Schlag von jedem Takt. Diese Note, mit der der erste Schlag anfängt, die könnt ihr nicht einfach ignorieren. Wenn ihr das mal als Prinzip versucht, ihr müsst das ja nicht perfekt können, aber das hilft euch total. Also die erste Note im Takt und dann Noten, die irgendwie länger dauern. Und im Takt 2 habt ihr ja gemerkt, da habe ich das hohe S ganz weggelassen.
Tasten. Und ich weiß, wenn Leute diesen Satz spielen, dass das ein Riesending ist. Oh, da kommt das hohe S und wie geht denn der Rhythmus? Eigentlich ist das auch wieder nur eine Verzierung, denn in dem Takt spielt sich eigentlich an den Stellen auf dem ersten Schlag und auf dem dritten Schlag nur D ab und das S ist noch so als kleine Verzierungsnote da reingebracht. Könnte man genauso gut weglassen, will man natürlich nicht, weil Telemann hat es ja so schön komponiert. Aber dass euch das klar ist, ihr könnt erstmal versuchen, das tiefe D auf den ersten Schlag zu spielen und das hohe D auf den dritten Schlag. Und dann wisst ihr nämlich auch, wo ihr das S reinbringen müsst. Natürlich müsst ihr dann den Griff beherrschen für das hohe S, klar. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ihr müsst euch klar machen, ich muss vom tiefen D zum hohen S muss ich 3 Finger hinzu und hinten halbes Daumenloch. Das ist eine technisch schwierige Sache, aber es wird noch schwieriger, wenn ihr nicht wisst, wann genau diese Note kommt. Also einfach ist es D, D. Und dann kommt das S kurz vorher. D und D. Oder auch D, S, D. So, und auch hier in dem zweiten Teil könnt ihr wieder erstmal die kleinen Vorhalte weglassen, die Triller ganz weglassen und dann vielleicht mal nur mit dem Vorhalt spielen. Und so könnt ihr dann das Stück, nachdem ihr es erst auseinandergenommen habt, wieder zusammenbauen. Und auch, wie gesagt, wenn ihr das nicht perfekt beherrscht und bei einem ganz anderen Stück dann überhaupt nicht wisst, macht euch einfach prinzipiell klar, dass ein langsamer Satz, wo schon so ganz viel passiert, mit ganz vielen extra Noten, kleinen Noten, Trillern, irgendwie plötzlich Sechzehntel, dass ihr davon ausgehen könnt, das sind meist Verzierungen. Und dann könnt ihr erstmal die Spreu vom Weizen trennen sozusagen, versucht es und dann wird es euch leichter fallen, das Stück zu verstehen oder jedenfalls auch besser spielen zu können. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ihr mir hier folgen konntet und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das was gebracht hat. Habt ihr noch Vorschläge von anderen Stücken, wo das so ähnlich ausschaut, die ich auch mal vorstellen könnte hier im Video? Dann würde ich mich sehr freuen. Also Kommentare, Vorschläge gerne unten reinschreiben in den Kommentaren, da freue ich mich sehr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!